BYD mag die Krone der Elektroautos nach nur 3 Monaten an Tesla verloren haben. Aber man sollte sie noch nicht abschreiben. Sie haben gerade ihre Blade Battery der nächsten Generation vorgestellt. Sicherer, schneller und billiger als alles, was wir bisher gesehen haben. Außerdem steht ihr fliegendes Auto in den Startlöchern, um den städtischen Verkehr zu verändern. Mit einer 80-prozentigen Aufladung in Rekordzeit und dem Sprung auf 1 Megawatt Leistung beweist BYD, dass sie dem EV-Trend nicht nur folgen, sondern ihn sogar vorgeben. Bleiben Sie dran und erfahren Sie, was die Blade Battery und das fliegende Auto von BYD so bahnbrechend macht. Die Klingenbatterie als Spielveränderer. Elektroautos sind nicht nur ein futuristischer Traum, sie sind hier und jetzt. Jeden Tag steigen mehr Menschen auf Elektroautos um, angelockt von der Aussicht auf saubere Energie und niedrigere Kraftstoffkosten. Doch trotz aller Begeisterung gibt es eine große Hürde, die die Branche noch immer bremst: die Batterien. Seit Jahren kämpfen die Hersteller von Elektroautos mit denselben Problemen. Lange Ladezeiten, kurze Batterielebensdauer und horrende Preise. Diese Probleme haben viele potenzielle Käufer zurückschrecken lassen. Die meisten Elektrofahrzeuge basieren heute auf Lithium-Ionen-Batterien mit Metallen wie Nickel, Kobalt und Mangan, die die Energiespeicherung und Reichweite erhöhen. Aber diese Materialien sind mit einem hohen Preis, Sicherheitsrisiken und Problemen in der Lieferkette verbunden. Der Abbau und die Raffination von Nickel und Kobalt sind kostspielig und treiben den Preis des Fahrzeugs in die Höhe. Noch schlimmer ist, dass diese Batterien unter extremen Bedingungen überhitzen, Feuer fangen oder explodieren können, was die Sicherheit zu einem ständigen Problem macht. Und vergessen wir nicht die ethischen Aspekte. Kobalt wird hauptsächlich in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut, was Fragen über die Beschaffung dieser Materialien aufwirft. Anstatt einfach nur die alte Formel zu verbessern, beschloss BYD, das Rad völlig neu zu erfinden. Im Jahr 2020 wurde die Blade-Batterie auf den Markt gebracht, und sie ist ein echter Wendepunkt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien besteht sie aus Lithium-Eisenphosphat, LFP, und kommt ganz ohne Nickel und Kobalt aus. Mit dieser einzigen Änderung wurden viele der größten Probleme der Branche gelöst. Erstens wurde die Batterie viel sicherer. BYD hat die Blade Battery rigoros getestet und sie dem berüchtigten Nageldurchdringungstest unterzogen, etwas, bei dem die meisten Batterien kläglich versagen. Aber nicht die Blade Battery. Sie bestand die Prüfung mit Bravour und blieb selbst dann stabil, wenn sie zerdrückt, verbogen oder extremer Hitze ausgesetzt wurde. Zweitens macht die Blade-Batterie Elektrofahrzeuge erschwinglicher. Durch den Verzicht auf teure Materialien wie Kobalt und Nickel sanken die Produktionskosten, und das bedeutet niedrigere Preise für die Verbraucher. Und drittens wurde die Lebensdauer der Batterie drastisch verlängert. Während die meisten Lithium-Ionen-Batterien nach ein paar Jahren an Kapazität und Reichweite verlieren, hält die Blade Battery bis zu 5000 Ladezyklen durch, viel länger als ihre Konkurrenten. Dank all dieser Vorteile wurde die Blade Battery schnell zu einer der ersten Wahl für Elektroautos. Aber BYD ist noch nicht am Ende. Sie haben noch mehr beeindruckende Innovationen auf den Weg gebracht. Die Klingenbatterie der nächsten Generation. BYD hat sich nicht damit begnügt, eine großartige Batterie herzustellen, sondern wollte sie noch besser machen. Seit der Einführung der Pkw-Marke in Europa im vergangenen Oktober hat BYD innerhalb von nur 11 Monaten 15 europäische Länder erschlossen. Und genau das haben sie mit ihrer Blade-Batterie der nächsten Generation getan. Was ist also neu? Zunächst einmal hat sich die Energiedichte erhöht. Die alte Blade-Batterie hatte eine Energiedichte von Wattstunden pro Kilogramm. Die neue hat 190 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist eine Steigerung von 27%. Aber was bedeutet das eigentlich? Mehr Energie auf demselben Raum. Eine Batterie mit höherer Energiedichte kann mehr Energie speichern, ohne größer oder schwerer zu werden. Das bedeutet, dass E-Fahrzeuge mit einer einzigen Ladung weiterfahren können, ohne dass ein größeres Batteriepaket benötigt wird. Und dann ist da noch die Ladegeschwindigkeit. Eine der größten Beschwerden über E-Fahrzeuge ist, dass das Aufladen zu lange dauert. Die Menschen sind daran gewöhnt, ihren Tank in wenigen Minuten zu füllen. 1 Stunde oder länger zu warten, um eine Batterie aufzuladen, ist lästig. Mit der neuen Blade-Batterie von BYD ist das anders. Sie kann mit einem Gleichstrom-Schnellladesystem, das bis zu 110 Kilowatt Leistung an ein Elektrofahrzeug liefern kann, in nur 30 Minuten von 30% auf 80% aufgeladen werden. Das ist eine enorme Verbesserung,
die das Aufladen von Elektrofahrzeugen viel praktischer macht. Und es geht nicht nur um die Geschwindigkeit, sondern auch um die Effizienz. Die neue Batterie erzeugt beim Aufladen weniger Wärme. Das bedeutet, dass weniger Energie verschwendet wird und die Batterie länger hält. Aber hier ist die eigentliche Frage. Wie hat BYD es geschafft, die Batterie so sehr zu verbessern? Der Erfolg von BYD kam nicht aus dem Nichts. Es handelte sich nicht um eine glückliche Entdeckung oder eine plötzliche Innovation. Es war das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und Verfeinerung. Das Unternehmen hat seine Akkutechnologie Schritt für Schritt verbessert und dafür gesorgt, dass jede Version besser ist als die vorherige. Aber wie genau haben sie es geschafft, die Grenzen dieses Mal zu verschieben? Alles beginnt mit der Chemie. Herkömmliche Batterien für Elektrofahrzeuge basieren auf einer Mischung aus Nickel, Kobalt und Mangan. Diese Materialien bieten eine hohe Energiedichte, aber sie sind mit ernsthaften Problemen verbunden. Sie sind teuer, schwer zu beschaffen und neigen zu Überhitzung. Vor allem Kobalt ist aufgrund seiner hohen Kosten und umstrittenen Abbauverfahren ein großes Problem. BYD hat jedoch einen anderen Ansatz gewählt. Ihre Messerbatterie verwendet Lithium-Eisenphosphat LFP, was alles verändert. LFP-Batterien sind von Natur aus sicherer, weil sie sich nicht so leicht überhitzen. Sie sind auch billiger, weil sie nicht auf seltene und teure Metalle angewiesen sind. Außerdem halten sie länger, was sie zu einer viel besseren Langzeitinvestition macht. Aber BYD blieb nicht dabei stehen. Sie verfeinerten die Rohstoffe, passten die Batteriestruktur an und optimierten die Art und Weise, wie die Energie gespeichert wird, um die Effizienz wie nie zuvor zu steigern. Neben der Chemie ist ein weiterer Schlüsselfaktor für den Erfolg von BYD der Herstellungsprozess. Anders als viele andere Elektroautohersteller kontrolliert BYD fast jeden Teil seiner Lieferkette. Das Unternehmen entwirft nicht nur Batterien, sondern produziert sie von Anfang bis Ende. Dieses Maß an Kontrolle ermöglicht es dem Unternehmen, Verbesserungen vorzunehmen, die andere Unternehmen nicht erreichen können. Bei dieser neuesten Blade-Batterie hat BYD die Produktion gestrafft, um die Kosten zu senken, die Komponenten neu gestaltet, um die Leistung zu verbessern und Ineffizienzen beseitigt, die normalerweise die Preise in die Höhe treiben würden. Das bedeutet, dass das Unternehmen eine Batterie anbieten kann, die nicht nur leistungsstark, sondern auch erschwinglich ist. Das Wärmemanagement ist ein weiterer wichtiger Bereich, in dem BYD bedeutende Fortschritte gemacht hat. Batterien erzeugen beim Laden und Entladen naturgemäß Wärme, und zu viel Wärme kann Schäden verursachen oder, schlimmer noch, zu Bränden führen. Kühlsysteme sind unverzichtbar. Aber sie erhöhen auch die Komplexität und die Kosten. Die neueste Batterie von BYD verfolgt einen anderen Ansatz, indem sie die Materialien selbst verbessert. Das neue Design erzeugt von vornherein weniger Wärme, was bedeutet, dass weniger Kühlung erforderlich ist, um sicher zu sein. Dies macht die Batterie nicht nur zuverlässiger, sondern erhöht auch die Energieeffizienz und verlängert ihre Lebensdauer. Wie verändert dies die Zukunft der EV-Industrie? Jahrelang haben sich die größten Namen in der Elektroautoindustrie wie Tesla, General Motors, Volkswagen und andere auf herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien verlassen, die Nickel und Kobalt verwenden. Diese Batterien haben eine hohe Energiedichte, aber sie haben auch große Nachteile. Sie sind teuer in der Herstellung, neigen zur Überhitzung und haben Probleme in der Lieferkette, die die Herstellung unberechenbar machen. Mit der Blade-Batterie der zweiten Generation hat BYD all diese Probleme auf einen Schlag beseitigt. Das ändert alles. Lassen Sie uns zunächst über die Kosten sprechen. Die Batteriepreise waren schon immer eines der größten Hindernisse, um E-Fahrzeuge für jedermann erschwinglich zu machen. Kobalt und Nickel sind teure Materialien, und da viele Automobilhersteller von externen Lieferanten abhängig sind, können die Preise stark schwanken. Die LFP-basierte Batterie von BYD kommt ohne diese teuren Metalle aus, und da BYD den gesamten Produktionsprozess kontrolliert, kann das Unternehmen die Kosten niedrig halten und gleichzeitig die Qualität aufrechterhalten. Das bedeutet, dass ihre E-Fahrzeuge zu viel niedrigeren Preisen verkauft werden können, was die Konkurrenz unter Druck setzt, das Gleiche zu tun. Und dann ist da noch die Sicherheit. Brände von Elektroautobatterien sind zwar selten, aber wenn sie passieren, sorgen sie für Schlagzeilen. Obwohl sie einen Weg zur Emissionsreduzierung bieten, können E-Fahrzeuge besonders gefährlich sein, wenn sie Feuer fangen. Herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien können überhitzen und im Extremfall Feuer fangen oder explodieren. Dies ist sowohl für Autohersteller als auch für Verbraucher ein großes Problem.
Die Blade-Batterie von BYD war bereits für ihre extreme Sicherheit bekannt, da sie Nageldurchdringungs- und Hitzetests bestanden hat, ohne Feuer zu fangen. Die neue Generation geht sogar noch weiter, indem sie die thermische Stabilität verbessert und die Wärmeentwicklung reduziert. Dies macht Elektrofahrzeuge sicherer als je zuvor. Die vielleicht größte Veränderung liegt jedoch in der Ladegeschwindigkeit. Die neue Blade-Batterie kann in nur 30 Minuten von 30% auf 80% aufgeladen werden. Das ist ein echter Wendepunkt. Einer der größten Kritikpunkte an E-Fahrzeugen ist die Zeit, die das Aufladen im Vergleich zum Tanken eines Benziners dauert. Wenn ein Elektroauto schnell genug aufgeladen werden kann, ist es plötzlich genauso bequem wie ein Benzinauto. Und mit fortlaufenden Verbesserungen könnten die Ladezeiten bald noch weiter sinken, was lange Autofahrten und das tägliche Pendeln viel einfacher machen würde. Das ist erst der Anfang. BYD hat die gesamte Elektroautoindustrie auf den Plan gerufen. Wenn Unternehmen wie Tesla, Volkswagen und General Motors sich nicht schnell anpassen, laufen sie Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten. Tesla zum Beispiel hat bereits damit begonnen, LFP-Batterien in einigen seiner günstigeren Modelle einzusetzen. Das beweist, dass selbst die größten Akteure die Vorteile dieser Chemie erkannt haben. Doch während Tesla diese Batterien immer noch von externen Zulieferern bezieht, hat BYD den gesamten Prozess im eigenen Haus gemeistert. Das verschafft dem Unternehmen einen enormen Kosten- und Innovationsvorsprung. Volkswagen und General Motors hingegen haben stark in traditionelle Lithium-Ionen-Batterien investiert. Ihre Lieferketten, Fabriken und Produktionsprozesse sind alle auf Batterien auf Kobalt- und Nickelbasis ausgerichtet. Die Umstellung auf LFP oder der Versuch, eine eigene Version der Blattbatterie zu entwickeln, würde Jahre dauern und Milliarden von Dollar kosten. Dies bringt sie in eine schwierige Lage. Entweder sie bleiben bei ihrer derzeitigen Technologie und riskieren, überholt zu werden. Oder sie investieren massiv in die Produktion neuer Batterien und riskieren dabei, kurzfristig Geld zu verlieren. Hinzu kommt die Frage der staatlichen Politik und der Anreize. Viele Länder drängen auf eine schnellere Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Die Senkung der Kosten und die Verbesserung der Batterieleistung werden Elektroautos für den Durchschnittsbürger zugänglicher machen und die Einführung weltweit beschleunigen. Da die neue Batterie von BYD einen neuen Standard setzt, könnten die Regulierungsbehörden Druck auf andere Autohersteller ausüben, diesem Beispiel zu folgen. All dies bedeutet, dass die Wettbewerber nicht viel Zeit haben, um zu reagieren. Wenn sie nicht bald mit einem eigenen Durchbruch aufwarten, könnten sie einen großen Teil des Marktes an BYD verlieren. Hier geht es nicht nur um BYD, sondern um die Zukunft des Verkehrs insgesamt. Elektrofahrzeuge sind bereits auf dem Vormarsch, aber es gab immer einige Hindernisse, die die Menschen davon abhielten, umzusteigen. Ladegeschwindigkeit, Reichweite, Kosten und Sicherheitsbedenken haben einige Verbraucher davon abgehalten. Mit der Blade-Batterie der zweiten Generation hat BYD all diese Probleme auf einmal gelöst. Schnelleres Aufladen bedeutet, dass EVs bequemer denn je werden. Niedrigere Kosten bedeuten, dass mehr Menschen sie sich leisten können. Verbesserte Reichweite bedeutet, dass sich die Fahrer keine Sorgen mehr machen müssen, dass ihnen der Strom ausgeht. Mehr Sicherheit bedeutet weniger Risiken und mehr Vertrauen in die Technologie. Mit all diesen Verbesserungen wird die Einführung von E-Fahrzeugen noch schneller voranschreiten. Mehr Menschen werden umsteigen. Mehr Regierungen werden sich für den elektrischen Transport einsetzen. Und immer mehr Branchen werden sich auf diese neue Realität einstellen. Aber die größte Frage bleibt, ist dies der Moment, in dem Elektrofahrzeuge endlich praktischer und erschwinglicher werden als Benzinautos? Genau das wird die Welt jetzt herausfinden. Dies ist eine neuere Version. Es ist ein vollständig fliegendes Auto. Bis 2030 soll es auf der Straße fahren. Und es wurden bereits Tests durchgeführt. Das chinesische Unternehmen BYD sorgt wieder für Aufregung. Diesmal mit einem fliegenden Auto zum unglaublichen Preis von 499 $. Das revolutionäre fliegende Auto von BYD. BYD ist einer der größten chinesischen Hersteller von Elektrofahrzeugen und hat die Technikwelt mit der Vorstellung eines fliegenden Autos schockiert. Das ist nicht das, was die meisten Menschen in einer Preisklasse unter 5.000 $ erwarten. Vor allem, wenn andere Unternehmen, die an der Technik von fliegenden Autos arbeiten, meist auf Modelle der Luxusklasse abzielen, die für die breite Öffentlichkeit unerreichbar sind. Mit diesem Schritt will BYD ein ganz neues Kapitel im Transportwesen aufschlagen. Eines, das die Art und Weise, wie Menschen über Pendeln und Reisen denken,
verändern könnte, insbesondere in städtischen Gebieten. Das Besondere an dieser Version ist, dass sie fortschrittliche Technologie mit einem erstaunlich erschwinglichen Preis kombiniert, was einen klaren Vorstoß von BYD darstellt, Hightech-Lösungen in die Hände des Alltags zu bringen. Wie haben Technikbegeisterte auf diese Entwicklung reagiert? Wir bleiben dran. BYD hat sich einen Namen im Bereich der Elektroautos gemacht und ist bereits dafür bekannt, saubere Technologien voranzutreiben. Aber dieses fliegende Auto zeigt, dass das Unternehmen noch höhere Ziele verfolgt. Das Unternehmen bemüht sich seit langem darum, fortschrittliche Technologie zugänglich zu machen. Und dies ist sein bisher größter Versuch, etwas Futuristisches direkt in die Hände der Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ein großes Statement von China. Und es bringt das Land definitiv an die Spitze dieser Art von Technologie. Die Nachricht über das erschwingliche fliegende Auto von BYD ging sofort um die Welt. Die Medien konnten der Schlagzeile schließlich nicht widerstehen. Diese Art von Ankündigung zieht die Aufmerksamkeit aller auf sich. Technikbegeisterte, Wirtschaftsbeobachter und ganz normale Menschen wurden von der Neuheit eines fliegenden Autos angezogen, dessen Preis unter dem der meisten High-End-Laptops oder Smartphones liegt. Auf Nachrichtenseiten, in Blogs und in den sozialen Medien wird darüber berichtet, und die Menschen tauschen sich darüber aus, was das bedeuten könnte. Es handelt sich um eine unerwartete Entwicklung, die viele Branchenvertreter überrascht hat. Vor allem, weil BYD den Preis so niedrig halten konnte. Chinas Rolle in der technischen Entwicklung. Die Unterstützung, die China den Autoherstellern, insbesondere im Bereich der Elektroautos, zukommen lässt, war wohl noch nie so groß. Einige große Namen aus der Tech-Branche haben sich bereits zu Wort gemeldet, weil sie neugierig sind, wie es weitergeht. Schließlich wurde schon viel über fliegende Autos gesprochen. Aber die meisten Projekte sind so teuer, dass sie für normale Käufer unerschwinglich sind. Die Markteinführung von BYD hat diese Sichtweise geändert und das Konzept auf den Weg zur Massenanwendung gebracht. Technik und Design müssen hier eine feste Einheit bilden. Und darüber sind wir als Designer und als BYD im Allgemeinen sehr glücklich. Und unsere Kunden sind es auch. Die Ankündigung spiegelt auch Chinas generelle Dominanz bei neuen Technologien wider. In den letzten Jahren war China in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Robotik und saubere Energie führend. Und jetzt setzt es auch beim fliegenden Transport Maßstäbe. Es geht nicht nur darum, innovativ zu sein, sondern auch darum, neu zu definieren, wer Zugang zu diesen Innovationen erhält. Was dieses fliegende Auto jedoch wirklich von anderen unterscheidet, ist der Preis von $499, der in einem Bereich, in dem sechsstellige Beträge der Standard sind, eine völlig neue Dimension darstellt. Seit Jahren gibt es immer wieder Konzepte für fliegende Autos, die meist hochpreisig sind und sich an wohlhabende Käufer oder Unternehmen richten. Das fliegende Auto von BYD hingegen ist die erste realistische Möglichkeit für normale Menschen, ein fliegendes Fahrzeug für ihre Zukunft in Betracht zu ziehen. Es ist ein großer Schritt, um die Technologie zugänglich zu machen und sie von etwas, das man sich in Science-Fiction-Filmen ausmalt, zu etwas zu machen, das sich Menschen tatsächlich leisten können. Dieser Schritt spiegelt auch einen historischen Trend wider, den wir in der Transportbranche beobachten konnten. Es gab eine Zeit, in der Autos ein Luxus waren, den sich nur wenige leisten konnten. Und das Gleiche galt für Flugzeuge. Aber als die Preise fielen und die Produktion gesteigert wurde, wurden Autos und Flugreisen für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Jetzt geht BYD einen ähnlichen Weg und demokratisiert den Zugang zu fliegenden Autos auf eine Art und Weise, wie es bisher noch nicht versucht wurde. Das Unternehmen baut auf seinem Erfolg bei Elektroautos auf, wo es sich bereits darauf konzentriert hat, Autos mit sauberer Energie für ein breiteres Publikum erschwinglich zu machen. Und jetzt wenden sie denselben Ansatz auf diese neue Technologie an. Die Wettbewerbslandschaft und Teslas Antwort. Die Einführung des fliegenden Autos von BYD hat den Wettbewerb, insbesondere mit Tesla und anderen Herstellern von Elektrofahrzeugen, sicherlich angeheizt. Während Unternehmen wie Tesla stark in autonomes Fahren und futuristische Technologien investieren, übt BYD mit seinem Fokus auf Erschwinglichkeit einen ganz anderen Druck auf sie aus. Tesla zum Beispiel hat High-End-Modelle mit erstklassigen Funktionen entwickelt. Und während sie das autonome Fahren erforscht haben, verändert die Idee eines fliegenden Autos zu einem so niedrigen Preis die Diskussion. BYD signalisiert, dass das Unternehmen bereit ist, über die traditionellen Elektroautos hinaus zu expandieren und Neuland zu betreten, um nicht nur ein Akteur in der Welt der Elektroautos zu sein,
sondern auch eine führende Rolle in der Zukunft des Verkehrs zu spielen. Dieser Schritt wirft auch für andere Elektroautohersteller die Frage auf, wie sie darauf reagieren werden. Die Welt beobachtet. Ob Tesla oder andere Akteure sich von BYDs Ansatz inspirieren lassen und versuchen werden, selbst erschwingliche fliegende Fahrzeuge zu entwickeln. Mit der Einführung dieses Modells hat BYD einen neuen Standard gesetzt. Und die Konkurrenten stehen nun vor der Herausforderung, entweder mitzuhalten oder auf diesem sich entwickelnden Markt möglicherweise an Boden zu verlieren. Da BYD mit erschwinglichen fliegenden Autos vorprescht, stehen andere unter Innovationsdruck. Sei es durch niedrigere Preise, neue Funktionen oder völlig neue Fahrzeugkonzepte. Das fliegende Auto fügt sich auch nahtlos in die umfassendere Strategie von BYD im Bereich saubere Energie und Transport ein. BYD hat sich als ein Unternehmen positioniert, das sich dem nachhaltigen Transport verschrieben hat und bereits Fortschritte in der Elektrofahrzeugindustrie gemacht hat. Das fliegende Auto steht im Einklang mit der Mission des Unternehmens, die Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt zu verringern, da es wahrscheinlich mit Elektro- oder Hybridantrieb betrieben wird, was dem bestehenden Fokus auf umweltfreundliche Technologien entspricht. Dieser Ansatz ist nicht nur ein Gewinn für die Verbraucher, die mehr Wahlmöglichkeiten wünschen, sondern auch ein Plus für die Umwelt, da er eine breitere Einführung sauberer Verkehrstechnologien fördern könnte. Der Rummel um das fliegende Auto von BYD wird immer größer und die Menschen sind neugierig, mehr über seine Funktionen und Fähigkeiten zu erfahren. Wie groß ist die Reichweite? Wie schnell kann es fahren? Welche Technologie treibt es an? Das sind die Fragen, die im Umlauf sind. Und wir werden diese Fragen im Laufe dieses Videos beantworten. Ab diesem Punkt wird das Video interessant. Merkmale und Spekulationen über das fliegende Auto. Das Auto ist eine einzigartige Mischung aus zugänglichem, praktischem Design und geradliniger Funktionalität. Bei diesem Auto geht es vor allem darum, die Arbeit effizient und kostengünstig zu erledigen. Die Farboptionen sollen recht einfach sein, wahrscheinlich in schlichten, gedeckten Tönen, um die funktionale Ausstrahlung zu erhalten und die Kosten niedrig zu halten. Bei den Materialien hat sich BYD für leichte und dennoch robuste Komponenten entschieden, um ein Gleichgewicht zwischen Erschwinglichkeit und Haltbarkeit zu schaffen. Das Gesamtdesign legt den Schwerpunkt auf eine einfache Navigation durch städtische Gebiete. Wir wollen ein echtes fliegendes Auto bauen, das auf der Straße fahren und in der Luft fliegen kann, also nicht überdimensioniert oder kompliziert ist. Berichten zufolge ist es kompakt genug, um auch in engeren Räumen Platz zu finden, mit Abmessungen von etwa 12 Fuß Länge und etwa 5 Fuß Breite. Mit einem Gewicht von etwa 1500 Pfund ist es für ein fliegendes Fahrzeug relativ leicht, was seiner Flugeffizienz zugutekommt. Wir werden unser fliegendes Auto sehen. Und es wird eine sehr wichtige Basis für die nächste Generation von fliegenden Autos sein. Das Cockpit dieses fliegenden Autos ist ein weiterer Ort, an dem die Einfachheit glänzt. Die Steuerung ist einfach und intuitiv, sodass auch diejenigen, die noch nie in einem Cockpit gesessen haben, damit zurechtkommen. Es ist nicht überladen mit fortschrittlichen Bedienelementen, sondern konzentriert sich auf die Kernfunktion. Dank dieses unkomplizierten Layouts können auch Fluganfänger das Fahrzeug ohne große Lernkurve bedienen. Um den Komfort zu erhöhen, ist das Auto mit einem einziehbaren Fahrwerk ausgestattet, sodass es mit minimalem Aufwand starten und landen kann. Das aerodynamische Design sorgt außerdem für eine stabile Fahrt über kurze Strecken. Was die urbane Mobilität betrifft, so ist das Fahrzeug sowohl für die Personenbeförderung als auch für die Luftlogistik geeignet und verfügt über Funktionen, die einen reibungslosen und effizienten Stadtflug ermöglichen. Antrieb und Umweltauswirkungen. Der Antrieb des fliegenden Autos von BYD ist ebenso interessant wie sein Design. Das Antriebssystem basiert auf Elektromotoren, was zu BYDs umweltfreundlicher Ausrichtung passt. Die Verwendung von Strom anstelle von herkömmlichem Treibstoff ist nicht nur billiger, sondern auch viel umweltfreundlicher. Diese Antriebsart sorgt auch für einen geringeren Geräuschpegel, was für den Einsatz in der Stadt und in Vorstädten ein großer Vorteil ist, was Starts und Landungen anbelangt. So ist dieses Auto so gebaut, dass es diese auf engstem Raum bewältigen kann. Dank seiner kurzen Start- und Landezeiten benötigt er keine volle Landebahn, sondern nur eine kleine, freie Fläche. Er kann auf Parkplätzen oder kleinen Feldern starten und landen, was ihn vielseitig in verschiedenen städtischen Umgebungen einsetzbar macht. Sicherheit hat bei jedem fliegenden Fahrzeug höchste Priorität.
Und das fliegende Auto von BYD verfügt über mehrere Funktionen, die für Sicherheit sorgen. Es verfügt über eine automatische Stabilisierung, die dafür sorgt, dass die Fahrt auch bei Wind oder Turbulenzen stabil bleibt. Die Höhenkontrolle ist ein weiterer wichtiger Teil der Sicherheitsvorkehrungen, die sicherstellen, dass das Auto nicht versehentlich zu hoch steigt. Berichten zufolge hat das fliegende Auto eine maximale Flughöhe von etwa 1000 Fuß, was für Stadtflüge unter Umgehung des regulierten Luftraums mehr als ausreichend ist. Das Auto kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 80 Meilen pro Stunde fliegen und soll mit einer vollen Ladung eine Flugzeit von etwa 30–45 Minuten haben. Das ergibt eine Reichweite von etwa 25–30 Meilen, ideal für kurze Pendlerfahrten oder Fahrten innerhalb eines Ballungsraums. In Bezug auf die Navigation gibt es einige Spekulationen über zusätzliche technische Funktionen wie mobile Konnektivität. Das könnte bedeuten, dass BYDs fliegendes Auto eine Form von GPS oder Routenführung direkt in das Fahrzeug integriert hat, um den Piloten zu helfen, Routen zu verfolgen oder ihre Reise zu überwachen. Autonome Fähigkeiten könnten ebenfalls in Arbeit sein, obwohl noch nicht bestätigt ist, ob diese Version eine selbstfliegende Technologie beinhaltet. Battery- und Ladetechnologie. BYD hat sich auch Gedanken über die Batteriekonfiguration des Fahrzeugs gemacht. Das Unternehmen hat viel Erfahrung mit Elektroautobatterien. China verfolgt einen Zuckerbrot- und Peitsche-Ansatz. Es setzt den Autoherstellern verbindliche Ziele für die Produktion von Elektroautos, bietet ihnen aber auch billigere Kredite und billigere Grundstückssubventionen. Und davon profitiert dieses fliegende Auto. Es verwendet fortschrittliche Lithium-Ionen-Batteriezellen, wahrscheinlich mit BYDs eigenen Innovationen zur Verbesserung der Lebensdauer und der Ladeeffizienz. Mit einer einzigen Ladung kann das Auto seine maximale Reichweite erreichen und bietet genug Energie für die meisten Fahrten von Stadt zu Stadt oder für Kurzstrecken. Die Ladezeit ist relativ schnell. Sie wird auf etwa 1 Stunde geschätzt. Und es gibt Gerüchte, dass BYD ein Netz von Ladestationen speziell für diese neue Fahrzeugklasse entwickelt. Möglicherweise werden sie auch Solarladeoptionen enthalten, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern und zusätzliche Energie zu gewinnen, wenn sie in der Sonne geparkt werden. Durch die Nutzung sauberer Energie spart das Auto nicht nur Treibstoffkosten, sondern reduziert auch die Emissionen, was es zu einer nachhaltigen Wahl für den zukünftigen Stadtverkehr macht. Die Höchstgeschwindigkeit des fliegenden Autos von 80 Meilen pro Stunde ist für den Einsatz in Städten und Vorstädten angemessen. Im Vergleich zu Bodenfahrzeugen ist es schneller als normale Autos im Stadtverkehr. Aber es wird nicht an die Geschwindigkeit von Hochleistungsflugzeugen heranreichen. Das ist ein Teil des Problems. Das BYD-Auto soll keine Flugzeuge ersetzen, sondern eine andere Art der Fortbewegung in Ballungsräumen ermöglichen. Mit einer Reichweite von 25–30 Meilen mit einer einzigen Ladung ist es eher für kürzere Fahrten als für Überlandfahrten ausgelegt. Diese Reichweite ist für den alltäglichen Gebrauch in bewohnten Gebieten effizient, hält das Auto aber innerhalb der regulierten Luftraumgrenzen. Das ist wichtig, denn die Luftfahrtgesetze beschränken die Höhe und die Reichweite solcher Fahrzeuge. Einhaltung von Vorschriften und Sicherheitsstandards. Das fliegende Auto von BYD hebt in relativ geringer Höhe ab und umgeht so geschickt die wichtigsten Luftraumbeschränkungen. Aber das bedeutet nicht, dass es frei von Regeln ist. Sicherheits- und Lufttüchtigkeitsstandards sind nicht verhandelbar. Und BYD hat Hand in Hand mit den chinesischen Behörden gearbeitet, um sicherzustellen, dass dieses Modell alle erforderlichen Kriterien erfüllt. Der Weg zu den internationalen Märkten ist jedoch noch mit weiteren Zertifizierungen gepflastert, da die Luftraumvorschriften rund um den Globus unterschiedlich sind. Es geht nicht nur um das Fliegen, sondern auch um sicheres Fliegen. Das fliegende Auto ist mit eingebauten Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet, darunter eine Notlandefunktion für unerwartete Momente. Um sicherzustellen, dass es den höchsten Standards entspricht, wurden sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene umfangreiche Tests durchgeführt. Und da das weltweite Interesse an fliegenden Autos wächst, werden die Regulierungsbehörden wahrscheinlich ihre Richtlinien anpassen, um dieser neuen Technologie gerecht zu werden. Doch vorerst bleibt das BYD-Modell innerhalb der Grenzen der städtischen Flugzonen, die sorgfältig an die aktuellen Vorschriften angepasst wurden. Wenn es um Sicherheit geht, hat BYD an alles gedacht. Die Technik des Fahrzeugs umfasst ein Notstromsystem, das bei niedriger Batteriespannung während der Landung hilft, und die automatische Stabilisierung sorgt dafür,
dass das Fahrzeug auch dann stabil bleibt, wenn die Wetterbedingungen es aus der Bahn werfen. Diese Merkmale sind der Schlüssel zum Aufbau eines soliden Sicherheitsprofils, etwas, das für das Vertrauen der Öffentlichkeit in neue fliegende Technologien entscheidend ist. Es ist klar, dass BYD nicht nur innovativ ist, sondern auch sicherstellt, dass sein fliegendes Auto nicht nur sicher, sondern auch benutzerfreundlich ist, damit der Traum vom fliegenden Auto Wirklichkeit wird. Was denken Sie? Erleben wir den Beginn einer neuen Ära der Elektrofahrzeuge? Und wer wird sich der Herausforderung stellen und dieses neue Zeitalter anführen? Lassen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, es zu liken und zu abonnieren, um weitere spannende Updates zu erhalten. Wir sind bald wieder da. Auf Wiedersehen.